Und wenn es darum geht, dass du jetzt sagst, ja gut, jetzt habe ich das Video gesehen, aber mein Partner, ich weiß nicht, der sich das jemals anschauen würde, dann fang du mit dir an. Lerne erstmal bei dir zu Hause anzukommen, deinen Körper zu explorieren, kennenzulernen. Wo sind deine erogenen Zonen? Wo ist deine Sinnlichkeit? Wie tief kannst du ins Gespür von dir kommen? Und das Wichtigste dabei, Neugierde und Gelassenheit. Tantra, so ein mittlerweile bekannter Begriff. Und ist Tantra eigentlich nur ein anderes Wort für Sex oder was hat Sexualität mit Tantra zu tun und umgekehrt? Mein Name ist Lara Schäffer und ich freue mich riesig, dich jetzt auf eine kurze Reise mitzunehmen in die Erfahrung, wie lebst du Tantra? Das heißt, wie verwebst du deine Energien in die Präsenz, in dein Leben? Du erfährst jetzt in den nächsten Minuten, wie du dein Leben auf ein nächstes Level bringen kannst, wenn du dich tantrisch ausrichtest. Durch im Prinzip zwei Haltungen. Durch die Verbindung von Mond und Sonne in deinem System und daraus entfacht dein inneres Feuer. Also mach dich bereit und wir steigen einfach direkt mal ein mit der Frage, was bedeutet der Begriff Tantra und wo kommt er eigentlich her? Im Ursprung hat Tantra nichts mit Sex zu tun. Sorry, ist aber so. Es kommt eher viel später mit hinzu und ist nur ein minimaler Teil des tantrischen Pfades. Wir gehen jetzt also mehrere tausend Jahre zurück. Und du kannst Tantra als einen der Urbegriffe des Yoga bezeichnen. Warum ist das so? Tantra, der Sanskrit-Begriff, bedeutet übersetzt so viel wie sich ausdehnen oder auch verweben. Was verwebt sich und was dehnt sich aus? Es ist Energie, wie so vieles. Wir bringen das eine zum vielen. Und wenn wir jetzt in der Samkhya-Philosophie, das ist ein Pfad des Yoga, zurückgehen, dann machen wir eine Form des Reverse Engineering. Das heißt, wir gehen vom Manifesten, vom Dichten, das heißt vom Körper, das ist das Greifbarste, was wir hier an physischen haben, hinauf ins Feinstoffliche. Da haben wir die Energie, da haben wir den Geist und bis in die Quelle hinein. Du kannst es Quelle nennen, du kannst es Gott nennen, Wurzel, das Unerklärliche, denn im Prinzip lässt es sich nicht erklären, weil der Geist, der versucht Worte zu finden, der versucht zu beschreiben, der kann das gar nicht mehr greifen. Das ist das, was du vielleicht als Samadhi erfährst, als Nirvana, als wow, hier löse ich mich gerade komplett auf. Und was passiert dann eigentlich? Wie wird das Ganze dichter und manifest? Indem sich die Energie verdichtet, verdichtet, verdichtet und wir dann irgendwann in diese geistige Welt eintauchen, wo wir entweder ins Sattva hineingehen, das heißt, wir fragen uns, wow, was bringt der Tag heute mit sich? Ich fühle mich so leicht und alles ist irgendwie gut in meinem Leben. Oder in Rajas hineingehen, eine andere geistige Ausrichtung, wo wir in das Machen gehen und sagen, heute gehört mir der Tag. Das ist so dieses Feuer, das Energetische, das Transformierende, ich setze heute alles um. Oder wir gehen mit unserem Geiste in die Tamas-Richtung hinein. Das wäre eher das Schwere, das, was wird denn heute aus diesem Tag? Ich habe gar keinen Elan, ich weiß gar nichts mit mir anzufangen. Und dann ist die Frage, was brauche ich in mir? Welche Energien tun mir gerade gut, um mich mehr in die sattwische Richtung hineinzubegeben? Und hier, warum erzähle ich dir das Ganze? Weil Tantra hier eine sehr große Rolle spielt, wie du binnen Sekunden, Minuten deinen Geist in eine andere Richtung bringen kannst und mehr dein Feuer in dir entfachst mit der Frage, welche Handlung bringt mich mehr zu mir, bringt mich zu meinen Zielen? Das kann in deiner Partnerschaft sein, das kann auch im Bett sein. Why not? Das Schöne ist im Tantra, du kannst es auf dein ganzes Leben übertragen. Es schließt nichts aus. Und warum kommt Tantra jetzt aus dem Yoga und was macht es so besonders? Und zwar bedeutet Tantra als yogische Philosophie, dass wir annehmen, dass wir einen Körper haben. Es geht nicht darum, dass wir nur noch meditieren und uns irgendwann komplett auflösen. Das kann sein, dass das ein Dharma ist. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus. Aber wenn ja, dann ist auch das völlig fein, dass du wie ein Yogi in eine Höhle gehst und wartest, bis sich dein Körper auflöst und du dich komplett dem physischen Leben entsagst, weil du in dir spürst, ich kann diesen Körper nicht mehr annehmen.
Ich bin so sehr in meinem meditativen State of Being, meinem Bliss, dass mich das quasi ankotzt, hier auf der Welt zu sein. Tantra sagt, yes, wir haben diese Quelle, wir haben die Energie, wir haben dieses unfassbare weite Feld, diesen unendlich weiten Horizont, aber wir haben auch das menschliche Dasein. Wir haben dieses Geschenk bekommen, diese Erfahrung zu machen, Herausforderungen dadurch zu wachsen, Schicksalsschläge zu erleben, tiefen Schmerz zu erleiden, Liebeskummer, den Tod eines anderen Menschen zu verarbeiten. Und damit bin ich schon in sehr tiefen Emotionen drin und Gefühlen. Was sind eigentlich Gefühle? Tantra sagt Ja zu all dem, sagt Ja zu Leben und fordert dich auf, das Leben mit allem, was du bist, zu heiraten. Und darin steckt auch Lebenslust. Und Lust und Tantra, dann sind wir am Ende doch wieder in der Sexualität. Jetzt habe ich einiges erzählt. Lass uns mal in die Praxis gehen. Wir machen jetzt ein paar, genauer gesagt, 2 Übungen, die du ganz einfach in dein Leben, deinen Alltag integrieren kannst, wenn du vor schwierigen Entscheidungen stehst. Wenn du mehr in die Nähe mit deinem Partner, deiner Partnerin kommen möchtest und dich fragst, wie kann ich jetzt ehrlich und authentisch auf meinen Partner zugehen und von meinen Bedürfnissen sprechen. Dann vielleicht kennst du das. Irgendwann verlierst du vielleicht sogar ein Gefühl zu deinen Bedürfnissen. Was will ich eigentlich? Wie mutig bin ich? Wie mutig bin ich im Bett? Woher weiß ich, was ich eigentlich will? Kenne ich meinen Körper überhaupt? Wie sinnlich kann ich hier sein? Wie sehr kann ich mich als Frau hingeben und loslassen? Denn mit dem Loslassen kann der männliche Part in seine absolut maskuline Kraft treten. Doch wenn wir Frauen versuchen, in diese Stärke zu gehen, zu halten und mit unserem Kopf so da zu sein, wie soll unser Körper sich hingeben und loslassen? Auch hier steckt Tantra drin. Und zwar das Bewusstwerden deiner Energie, deiner Bewegung in dir, deiner Intuition. Wir bringen Geist, Körper und das Unerklärliche zusammen. Genau das ist es. Und umgekehrt, wenn du eher natürlicherweise den männlichen Part verkörperst, wie kannst du in dir spüren, ich habe die Sicherheit in mir, ich trage das Weibliche, ich erschaffe den Raum, um das Kreative, das Intuitive, das Mystische des Weiblichen fließen kann. Wie schaffe ich diesen sicheren Frame, diesen sicheren Rahmen? Und da sind wir dann in der Sinnlichkeit und in der Verschmelzung aus Yin und Yang zusammen. Lass uns in die Praxis gehen. Dafür stell dich hin, du kannst die Praxis aber auch im Sitzen machen. Es geht jetzt darum, dass wir den Atem nutzen, um Mond und Sonne zusammenzuführen. Ich bringe einmal den Stuhl zur Seite. Okay, bist du ready? Dann finde einen weiten Stand. Schau, dass deine Füße ein Stückchen weiter nach außen gehen. Warum? Wir wollen auch unsere Hüften öffnen. Denn hier fließt die Energie. Du kannst dir vorstellen, das ist jetzt eine Haltung, eine Übung, da verwebt sich Tantra und Hatha. Vielleicht hast du schon mal was von Hatha-Yoga gehört. Wenn nicht, gar kein Problem. Ha ist die Kraft der Sonne, das Männliche, das Maskuline, das Lebensbejahende, das Yes, ich bin hier und ich habe ein Leben und verkörpere es in meiner ganzen Kraft. Und Ta ist die Mondenergie, das Weibliche, das Mystische, das Unerklärliche. Doch was passiert, wenn beides aufeinander trifft? Puh, es ist wie eine Explosion zu deinem Kern und in dir entsteht eine Flamme, ein Feuer, wie das Lebensfeuer, auch Rudrani genannt. Und ist das nicht ein geiles Wort? Rudrani, dein Lebensfeuer. Und wie schön ist es, wenn du von jetzt an nach dieser Haltung immer wieder deine Flamme in dir spürst, die dich zum Lodern bringt, die dich zurück zu deiner Intuition bringt, die dir sagt, yes, go forward. Baby, das ist die richtige Entscheidung. Die führt dich zu deinem nächsten Step, zum Wachstum, zur Erkenntnis, wer du eigentlich bist und was du hier erleben möchtest. Oder wie Shakespeare gesagt hat, das Leben ist eine Bühne und du entscheidest, welche Rollen du einnimmst. Genau darum geht es, das zu fusionieren, die Beobachtung des ganzen Lebens und das Hineintauchen. Und wir bringen jetzt Mond und Sonne energetisch zusammen, bündeln es zu deinem Feuer und du wirst am Ende deine Kraft in dir spüren. Weniger als eine Minute. Deine Aufgabe besteht jetzt darin, wenn du gleich ausatmest,
ziehst du energetisch den Mond von unten nach oben. Und wenn du einatmest durch die Nase in deine Brust hinein, ziehst du die Sonnenenergie, auch Pranvayu genannt, von oben nach unten und bündelst sie in deinem Nabelzentrum. Im Ayurveda auch Agni genannt, dein Verdauungsfeuer. Das Feuer taucht immer wieder auf. Agni bedeutet zu Deutsch Feuer. Und das Ganze nennt sich Mukha Bhastrika. Auf Deutsch Blasebalgatmung. Warum ist das so? Wir atmen durch die Nase ein und bei der Ausatmung spitzt du deinen Mund. Hast du wie ein Blasebalg, wenn du das Feuer so anfachst und dann entsteht eine geile Flamme. Und deswegen spitzt du deinen Mund und dann presst du die Luft bei der Ausatmung aus deinem Körper raus. Das machen wir aus dem Grunde, damit wir wirklich alle Bereiche in deinem Körper, wo vielleicht noch alte Luft steckt, das kannst du dir vorstellen wie so Dreck oder wie so ein Schatten, wie etwas, was dir nicht mehr gut tut, was Platz einnimmt, der eigentlich den schönsten Raum in dir einnehmen könnte. Wofür? Für deine Kraft, Prana, für deine Lebensenergie, Life Force Energy. Ich mache das jetzt einmal vor und danach gehen wir in 3 gemeinsame Runden. Und wie gesagt, wenn du gerade sitzen magst, kannst du es auch im Sitzen machen, dann gehst du in den Schneidersitz hinein und nimmst bei der Ausatmung deinen Oberkörper nach vorne. Also schau einmal her, was ich mache. Ich nehme einen schönen tiefen Stand ein, gehe hier nochmal in die Hocke, um auch hier Raum in meinem Bauch und in meinem Brustraum zu schaffen. Von da aus atme ich tief durch die Nase ein, halte den Atem kurz an und mit der Ausatmung gehe ich mit meinem Oberkörper nach unten und puste die Luft hinaus, gehe dann mit luftleerem Raum hoch, entspanne zuerst meine Bauchmuskulatur und dann atme ich erneut ein, wie eine innere Sonne, die in mir aufgeht. Wir führen also das Weibliche und das Männliche in uns zusammen. Und von hier würde ich jetzt in die nächste Runde gehen und du merkst direkt, was bei mir passiert, wie sich meine Stimme verändert. Ich bin noch mehr in Tune mit mir, wie dieser schmale Fluss, wenn sich Yin und Yang miteinander verweben. Also, bist du bereit? Let's go! Finde deinen Stand, komme schön in die Hocke, Hände oberhalb deiner Knie platzieren, Füße leicht nach außen gerichtet. Und wenn du dich hier sicher fühlst, schließ gerne deine Augen und verlass dich darauf, dass dein Körper dich führt. Sei so sensitiv wie nur möglich und erinnere dich, bei der Ausatmung ziehst du die Mondenergie von unten nach oben und mit der Einatmung, wir arbeiten hier antagonistisch, ziehst du die Sonnenenergie von oben nach unten, die bündeln sich in deinem Zentrum und vielleicht beginnst du sogar in der 3. Runde deine innere Flamme in dir zu spüren. Ich führe dich hindurch. Wenn du einen Stand gefunden hast, bringe deine Schultern weg von den Ohren, Kinn leicht zur Brust, um die Energie in deinem Körper zu verankern. Atme erstmal natürlich in deinen Bauch- und Brustraum hinein und beobachte, wie dein Atem jetzt gerade fließt. Wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Lass deinen Atem tiefer werden, bring dein Becken leicht nach vorne, unten Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule. Dann atmen wir jetzt gemeinsam aus, lass alle Luft raus. Atme tief durch die Nase ein, in deinen Brustraum, in deine Lungen hinein. Halte den Atem in der Fülle an, halte. Fokus in die Präsenz. Du bist genau jetzt hier. Und jetzt atme durch den gespitzten Mund aus, Oberkörper nach unten, lass all die Luft raus, was in dir steckt. Press sie nochmal raus, bis nichts mehr da ist und dann noch ein Stückchen weiter. Lass alles raus. Finde absolute Stille in deiner Präsenz. Komme jetzt mit luftleerem Raum hoch, Oberkörper leicht nach oben, entspanne deine Bauchmuskulatur und atme jetzt tief durch die Nase ein für die 2. Runde. In der Fülle halte den Atem an, Kinn leicht zur Brust, Schultern weg von den Ohren. Spüre dich hier in der Fülle des Lebens, in deinem Ja zu dir. Halte. Jetzt press die Luft aus deinem gespitzten Mund raus, Oberkörper nach unten, lass alles raus. Schüttel dich hier nochmal aus. All die Bewegungen, die du brauchst, um loszulassen, alles aus dem Becken zu lösen. Mit luftleerem Raum, komme erneut hoch mit deinem Oberkörper. Entspanne deine Bauchmuskulatur. Wenn du den Einatemimpuls spürst, zieh die Luft in deinen wundervollen Körper hinein, wie als wenn die Sonne über den Berg aufgeht. Halte hier den Atem an. Halte. Wunderschön machst du das. Und jetzt die 3. Runde. Oberkörper nach unten. Lass alles raus. Durch den gespitzten Mund. Wie ein Blasebalg, der das Feuer in sich anfacht. Zieh die Mondenergie zu dir hoch. Zieh sie zu dir hoch in deinen Körper hinein.
Und jetzt, solange du kannst, komm mit deinem Oberkörper jetzt nach oben, mit luftleerem Raum. Halte den Atem aus. Du bist stärker als dein Körper, stärker als dein Geist. Spüre dich hier in deiner ganzen Präsenz. Komme zum Stehen. Kopfkrone zieht sich nach oben. Entspanne jetzt deine Bauchmuskulatur und atme tief durch die Nase ein. Halte in der Atemfülle deinen Atem an. Kinn leicht zur Brust. Handflächen nach vorne hin geöffnet. Finde einen weiten Stand. Leichter Microbend in den Knien. Atme jetzt aus. Wenn nicht bereits geschehen, schließe jetzt deine Augen und bade dich in deiner Präsenz, in deinem energetischen Körper, genauso wie in deinem physischen Körper. Spüre deine Fußsohlen unter dir. Finde deinen Stand und gleichzeitig deine absolute Leichtigkeit. Yin und Yang in einem. Das bist du. Das ist Tantra. Energie und Körper. Alles zusammen in deinem Leben hier. Nimm dich wahr. Und hier bist du direkt in der nächsten Haltung, in Tadasana, in der Berghaltung. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Stand, so wie du dort stehst, und verwurzele dich tief in die Erde mit deinen Fußsohlen. Deiner nächsten Einatmung zieh deine Wirbelsäule hoch in die Länge, Kinn immer noch leicht zur Brust, Handflächen nach vorne hin geöffnet, Schultern sinken tief. Beckenboden leicht nach unten vorne gekippt, Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule gezogen. Mit deiner nächsten Einatmung zieh ich noch ein Stückchen weiter in die Länge. Atme aus, sinke tief in die Erde hinein. Und dann fühle dich, spüre dich in die Kraft, in die Qualität eines Berges hinein. Vielleicht siehst du sogar den Berg in dir. Du bist jetzt die Verkörperung aus Standfestigkeit, aus der unendlichen Weite, dieser Perspektive, die du wahrnimmst, wenn du auf der Bergkuppe stehst und das ganze Tal siehst. Du bist der Fels in der Brandung. Du bist das, was da ist, wenn alles zur Erschütterung neigt. Du bist der Nährboden, auf dem die wundervollsten Pflanzen und Bäume wachsen, auf dem die schönsten Tiere sich bewegen. Das sind die Qualitäten von Tadasana. Das ist die Manifestation von einer energetischen Quelle, die ins Leben hineinkommt, in deinen Körper hinein. Auch das ist Tantra. Bleibe noch für 2 Atemzüge in deinen Brustraum hinein und sieh deine Stärke, deine Kraft, die Männlichkeit im Weiblichen. Und dann atme lösen durch den Mund aus. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Komme wieder zurück ins Hier. Diese einfache Haltung kannst du wunderbar praktizieren, wenn du vor einem wichtigen Gespräch bist. Wenn du spürst, im nächsten Moment geht es darum, Stärke zu zeigen, das Männliche in dir zu spüren. Und jetzt gehen wir von hier auch in die weibliche Kraft hinein, in die Kriegerinnenhaltung. Denn auch die hat Stärke. Und gleichzeitig kannst du auch in die Hingabe gehen. Hierfür finde jetzt einen weiten Stand. Weiter Stand bedeutet, wenn du jetzt deine Arme ausstreckst und dann schaust du zu den Seiten, dass dein Handgelenk etwa oberhalb deiner Füße ist. Ja, so ist ein weiter Stand. Von hier neige deinen rechten Fuß orthogonal zu deinem linken Fuß. Wenn du jetzt eine Matte bei dir hast, dann parallel zur längeren Mattenseite. Von hier atme aus und sinke mit deinem rechten Bein tief. Rechtes Bein tief. Öffne deine Hüften. Du kannst auch hier deine Arme nochmal lösen und wirklich schauen, wo ist hier mehr Öffnung möglich. Verankere die Außenkante deines linken Fußes tief in der Erde. Komme erneut wie ein Adler in die Streckung deiner Arme. Richte jetzt deinen Blick nach vorne. Keine Sorge, ich führe dich weiter durch die Praxis hindurch. Sinke noch ein Stückchen tiefer. Lass deine Schultern nach hinten kugeln. Herz ist nach vorne geöffnet. Dein Blick ist stabil, streng, fokussiert nach vorne. Und gleichzeitig ist dein Becken geöffnet. Die Weichheit ist da, aber du bist bei dir verankert zu Hause. Und auch hier atme in deinen Brustraum ein und aus. Wenn du einatmest, zieh die Sonnenenergie von oben nach unten. Finde absolute Stille in deiner körperlichen Haltung, auch Kaya Sthira genannt. Die Bewegung findet jetzt in dir statt. Mit deiner Ausatmung zieh die Energie, die Mondenergie von unten nach oben. Einatmen und du ziehst die Sonne von oben nach unten. Bleibe hier. Sehr schön. Noch 4 Atemzüge. Tief und bewusst. Wenn du kannst, schließe deine Augen.
Tauche noch tiefer in die Erfahrung ein. Sei stärker, als dein Körper es dir zu sagen vermeint, als dein Kopf, als dein Geist es dir zuspricht. Du bist stärker als all das. Mit deiner nächsten Einatmung strecke dein rechtes Bein aus, bringe deinen rechten Fuß parallel zum linken Fuß, atme aus, lasse deine Arme hinuntersinken. Wandere ein Stückchen näher mit deinen Füßen zueinander, atme ein, öffne deine Handflächen nach vorne hin, Schultern tief. Halte den Atem in der Fülle an, schließe deine Augen, wenn nicht bereits geschehen. Spüre dich in der Kraft. Atme aus, leichter Microbend in den Knien. Atme natürlich weiter und genieße dich. Genieße dich in der Erfahrung, wie das Weibliche so viel Kraft hat, so viel Präsenz hat im Hier und Jetzt, wie deine Energie fließt und das auf so simple Art und Weise. Verweile noch einen Moment in der Stille, in allem, was sich in dir bewegt, denn auch das bist du. Atme tief durch die Nase ein, atme aus und öffne langsam deine Augen. Welcome back. Wir kommen jetzt in die andere Richtung, zur anderen Seite. Fühle dich zunächst einmal in deine linke Körperhälfte hinein und nimm die Präsenz hier wahr. Was wird sich gleich verändern und wie verändert sich dein energetisches Feld um dich herum? Wenn du bereit bist, atme ein, breite deine Arme aus, schiebe deinen linken Fuß orthogonal zu deinem rechten Fuß, atme aus, sinke tief. Finde deinen Stand hier. Vielleicht magst du noch kleine Korrekturen vornehmen. Dann bringe Kraft in die Außenkante deines rechten Fußes. Zieh deine Hände nochmal wie Adlerarme auseinander. Schultern tief, Blick folgt der linken Hand und schaut über die linke Hand in die Ferne. Fokussiert und dennoch bei dir bleibend. Sinke noch ein Stückchen tiefer hier. Atme in deinen Brustraum ein und aus. Wenn du magst, wenn du sicher fühlst, schließe deine Augen und verkörpere Mond und Sonne, wie sie in dich einströmen. Bei der Einatmung ziehst du die Sonne von oben nach unten. Atme aus, die Mondenergie von unten nach oben. Vielleicht siehst du auch Farben aus einem leicht orange, rot oder einem Blau, wenn du den Mond ausatmest. Ein Blau, ein tiefes Blau, was sich von unten nach oben zieht. Bleibe hier. Nimm jede energetische Bewegung wahr und genieße dich, erfahre dich in der Stärke der Kriegerin oder des Kriegers. Becken weit geöffnet, fokussiert für dein Feuer. 2 Atemzüge. Mit deiner nächsten Einatmung strecke dein linkes Bein, schiebe deinen linken Fuß parallel zum rechten Fuß, wandere ein Stückchen näher, atme aus, Arme nach unten, Handflächen nach vorne geöffnet, Schultern tief. Atme tief durch die Nase ein, halte deinen Atem in der Fülle an, halte. Nimm dich wahr, genau jetzt und hier. Atme aus, Microband in den Knien, spüre nach, genieße dich. Integriere. Die Integration ist das A und O einer jeden Praxis. Und diese Erfahrung, die du jetzt gerade spürst, ist für dich bestimmt. Denn jetzt stell dir vor, du spürst dich so vibrierend, pulsierend. In allem, was du tust, so präsent. Ab jetzt wird jede Handlung von dir aus deinem Herzen, aus deinem Feuer herauskommen. Und dann schenke dir hier ein sanftes Lächeln, öffne die Augen und komme zurück ins Hier und Jetzt. Diese Praktiken wollte ich dir jetzt zeigen, um dich ein wenig in die Erfahrung zu bringen oder viel mehr tief in die Erfahrung zu bringen, was Tantra eigentlich ist und wie simpel du es umsetzen kannst. Denn in der Einfachheit liegt oft die größte Magie aus meiner Erfahrung heraus. Und Tantra ist noch so viel mehr als das. Und diese einfachen Übungen helfen dir auch in deiner Partnerschaft, wenn es darum geht, dich selbst zu verkörpern, in deine Echtheit reinzukommen, dich zu spüren und die Energie zu leiten, sei es in deine Weiblichkeit reinzukommen oder aber auch in deine Männlichkeit. Ich schnapp mir jetzt nochmal den Stuhl, setze mich mit dir gemeinsam hin und dann tauchen wir nochmal ein, wie du dich selbst
noch tiefer auch in der Sexualität, in der Leidenschaft erfahren kannst. Mikrositz, wir sind parat. Es bleibt spannend. Das, was du gerade in deinem Körper erfahren hast, wie kannst du das jetzt übertragen, transferieren auf eine Begegnung mit einem anderen Menschen? Was, wenn Yin und Yang so verschmelzen, dass ihr eins werdet? Es geht um nichts anderes als Polarität. Du kannst dir vorstellen, das Männliche sehnt sich nach dem Torschuss. So blöd das klingt, wenn du dir vorstellst, das Männliche schaut ein Fußballspiel. Es geht darum, Tore zu schießen. Und du siehst, wenn ein Tor geschossen wird, wie sich das ganze Nervensystem eines Mannes entspannt. Oder auch, wenn du eine Frau bist und mehr in dir das Männliche spürst, da gibt es kein richtig, kein falsch, dann ist das aktiver in dir, zum Ende, zum Ziel zu gelangen. Wohingegen das Weibliche mehr danach strebt, in die ganze Erfahrung, diese ganze Reise zu gehen, von Höhen und Tiefen, von Emotionen. Du kannst dir einen Film vorstellen. Der Mann interessiert sich ja, wie geht denn jetzt der Film aus? Was passiert denn eigentlich dann am Ende? Wohingegen die Frau diese Reise liebt. Und dann sind da Krisen noch, dann passiert das und dann passiert jenes. Und oh nein, Gott, kommen die beiden am Ende zusammen, ja oder nein? Das ist die Journey der Frau, des Weiblichen. Und wenn du das jetzt in der Partnerschaft, im Bett vorstellst, wie wichtig ist es, dass das Männliche, das Weibliche auf diese Reise mitnimmt, umspielt, sich Zeit nimmt, damit die Energie der Frau fließen kann. Und zunächst sitzt die weibliche Energie hier. Das heißt, wenn das Männliche in diesem Bereich spielt, dich umgarnt, dann kannst du, wenn du jetzt in dem Fall das Weibliche in dir mehr spürst, dich mehr und mehr hingeben, ins Vertrauen sinken und vor allen Dingen die Reise genießen. All das, was ich jetzt erzähle, erfährst du durch das Tantrische, wie sich Energie in deinem Körper, in deiner Präsenz verwebt. Genauso ist es. Und dann wird durch diesen Bereich, wenn der hier aktiviert wird, auch dein restlicher Körper aktiviert. Und dann, wenn der Ofen erstmal an ist, dann brennt er auch lange. Aber es geht darum, dass das Männliche die Geduld hat, das Wissen und die Ausdauer und den Genuss auch empfindet, das Weibliche, die Frau dorthin zu bewegen, dass sie sich öffnen kann, dass diese wunderschöne Blume bereit ist, auf die Reise zu gehen. Und umgekehrt, wenn du in dir das Männliche siehst oder wenn du den männlichen Part verkörperst und du spürst, boah, ich möchte jetzt sofort das Feuer erleben, dass du in dir diese Haltung findest, diese Stabilität und die Energie, die hier unten aktiv ist, nach oben ziehst. Nach oben ziehst und dann kannst du so viele Orgasmen, so viel Explosivität in dir spüren, wie du nur kannst. Dann ist es nicht nur dieser eine Torschuss, sondern es ist eine permanente Steigerung der Energie zusammen. Und das ist auch eine kleine Form der Verkörperung von Tantra, wohin ich dich jetzt mitnehmen wollte. Und wenn es darum geht, dass du jetzt sagst, ja gut, jetzt habe ich das Video gesehen, aber mein Partner, ich weiß nicht, der sich das jemals anschauen würde, dann fang du mit dir an. Lerne erstmal bei dir zu Hause anzukommen, deinen Körper zu explorieren, kennenzulernen. Wo sind deine erogenen Zonen? Wo ist deine Sinnlichkeit? Wie tief kannst du ins Gespür von dir kommen? Und das Wichtigste dabei, Neugierde, Gelassenheit. So, mh, ab dem Moment, wenn du in dir Druck aufbaust und sagst, ich muss jetzt aber hier was spüren, bist du im Kopf. Ich kenne das von mir so gut, wie schnell ich dann im Kopf bin und dann bin ich aus im Gespür, im Körper. Es geht wirklich immer darum, wieder in diese subtile Feine zu kommen. Wie kann ich Präsenz in meinem Körper erzielen? Und das kann allein durch die Gedanken kommen, durch die Gedankenwelt. Auch wenn du da tiefer eintauchen möchtest. Höre lieben, höre liebend gerne meinen Podcast rein, weil du Liebe bist. Dort mache ich mit dir eine ganze Tantra-Exkursion in die Sinnlichkeit hinein, in die Fantasie hinein. Vor allen Dingen auch als Frau, wie wichtig und wunderschön Fantasie ist, wo du dich hinführen lassen kannst. Und dann nimm deinen Partner mit auf die Reise. Seid neugierig und traut euch, offen zu sein. Trau du dich, mach den ersten Schritt und sage, hey, ich habe Lust, was mit dir auszuprobieren. Ich habe Lust, mit dir zu wachsen, dich neu kennenzulernen, deinen Körper neu kennenzulernen.
Und ich weiß, da gehört Mut dazu. Und vor allen Dingen Vertrauen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst deinem Partner da noch gar nicht vertrauen, dann frage dich, was braucht es? Was brauchst du von deinem Partner, damit ihr mehr Vertrauen herstellen könnt? Denn ohne Vertrauen kann sich die Energie nicht entfalten. Dann bleibt es in dieser Enge, in dieser Dichte. Und Energie fließt nicht. Irgendwo stockt die dann. Das kann hier sein, das kann hier sein. Sogar vielleicht im Hals. Dass du deiner Stimme keinen freien Lauf lassen kannst. Wenn du irgendwann in das natürliche Stöhnen zum Beispiel reinkommst, dann ist das wie freigesetzte Energie, die fließt. Du lässt komplett los und gibst dich hin. Und ich hoffe, dass ich dich jetzt neugierig gemacht habe, da tiefer einzutauchen, dass du jetzt direkt Lust hast, in die Entdeckung zu gehen. Du hast nur dieses eine Leben. Das ist auch Tantra. Wir haben dieses eine Leben. Warum es vergeuden? Warum nicht komplett du sein? Warum dich nicht in allem zu erfahren? Moral zu hinterfragen? Wo blockieren dich deine Gedanken? Wo blockieren dich deine Glaubenssätze und sagen dir, das darf ich nicht, das bin ich nicht, ich bin doch ein braves Mädchen oder ich bin doch der Kerl, der immer einfach nur, ich sag mal, durch die Weltgeschichte rumturnt und nie ankommt oder ich sollte doch das verkörpern. Ich, Emotionen und ich, Weichsein und ich. Doch, das kannst du auch, das steckt auch in dir. Sei alles, verkörpere alles und erkenne dich immer wieder neu. Ich hoffe, dass du etwas aus diesem Video mitnehmen konntest. Ich freue mich, von dir mehr zu erfahren. Schau gerne bei mir im Podcast vorbei, schau auf meiner Homepage vorbei und ja, lebe Tantra, lebe dich. Mua. Was sagst du? Fehlt noch was? Ja, super, ich kenne mich ja nicht aus damit. Schreib es in die Kommentare. Noch Instagram? Irgendwas da? Okay. Ja. Oh ja, ich habe was Gutes. Mhm. Und jetzt nach deiner Erfahrung, auch nach deiner körperlichen Erfahrung, habe ich eine Frage für dich und ich freue mich riesig, wenn du mir in den Kommentaren schreibst, was du jetzt verändern wirst. Und die Frage lautet, wozu würdest du jetzt Ja sagen, wo du vorher Nein gesagt hast? Und auch umgekehrt. Wozu hast du lange Ja gesagt und wolltest eigentlich immer schon Nein sagen? Es geht auch um Grenzen setzen, um dich zu spüren. Schreib es mir in die Kommentare, auch wie dir die Folge gefallen hat, was du jetzt aus Tantra mitgenommen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Schreib mir auch gerne auf Instagram at @LaraMadeBy. Alles, alles, alles Liebe für dich. Und danke, dass es dich gibt, weil du Liebe bist. Deine Lara. Cool. Konnte man noch was mitnehmen jetzt, oder?